Guten Mittag, mein Name ist Ulrike Högelmann, ich bin von der DECO. Ik spreek nu bewaarte woorden Nederlands, dan werde ich in Deutsch sprechen. Meine Folien sind in Englisch. Und ist gut. Ja? Ansonsten sind Fragen. Ich hätte als erste Frage ganz gerne, wir haben sehr viel vorhin schon über thermische Analyse im Eisenbereich. Wer ist denn von einer Aluminiumgießerei hier? Eins, zwei, drei. Aluminiumgießer. Weil über das, was ich sprechen werde, wir sind als DECO im Bereich Aluminium tätig, sagen wir mal zu 95%. Machen wir ein bisschen Magnesium und Grundmetalle, aber ansonsten ist das Thema Aluminium. Aber ist vielleicht für diejenigen, die im Eisenbereich sind, vielleicht dann trotzdem interessant. Ich werde gerade kurz erklären für diejenigen, die uns nicht kennen, wer wir sind als DECO. Ich habe das Thema Qualität, Cost down, denn warum machen wir denn die thermische Analyse als eine Messmethode? Letztendlich geht es ja darum, die Qualität zu messen und damit halt eben die Qualität im Vorhinein, vor dem Gießen zu bestimmen und damit Kosten zu reduzieren, sei es, dass ich einen geringeren Ausschuss habe, dass ich, weil ich einen geringeren Ausschuss habe, habe ich weniger Umlaufmaterial, verbrauche weniger Energie, dadurch habe ich auch einen besseren CO2-Fußabdruck und deshalb ist Qualität letztendlich das A und O. Manche sagen halt eben auch gegenüber unseren Kunden, Qualität haben wir lange im Gedächtnis, einen kleinen Preisvorteil geht schnell immer so verloren. Deshalb ist das Thema Qualität so ein wichtiger Fall. Ich werde das Gerät als solches oder die Methode erklären. Das ist ähnlich natürlich auch mit dem Eisen, wobei ich in den Erklärungen nicht so tiefgehend bin wie bei den beiden Vorrednern. Dann werden wir nochmal auf das Thema ökonomische Vorteile und zum Schluss möchte ich nochmal einmal auf das Thema Phasendiagramme, Speisungsvermögen und Digitalisierung eingehen. Jetzt geht es weiter. Wir sind ein kleines Unternehmen, Bocholt, das ist von hier aus kurz hinter der holländischen Grenze. Ein familiengeführtes Unternehmen, seit 38 Jahren, 22 Mitarbeiter. Obwohl wir so klein sind, sind wir weltweit unterwegs. Ich sag mal, wenn Europa in der Mitte ist auf der Weltkarte, bis Japan. Wir haben ungefähr 400 Kunden und sehr viele kleine und mittlere Gießereien, aber natürlich auch die großen Multinationals von BMW, Volvo, Ford, Tesla und so weiter. Was vielleicht auch zugunsten letzter Satz ist, wir haben eine sehr tiefgehend von der Fertigungstiefe, dass wir von der Konstruktion, der Entwicklung, Konstruktion und bei der Fertigung auch, also wir können auch Platinen selber fertigen, programmieren, wir haben Softwareingenieure, bis halt eben auch zum Stahlbau. Also wir sind relativ autark unterwegs. Wenn man die Qualität Historie so ein bisschen betrachtet, geht es eigentlich immer wieder um Qualität messen als Mittel zum Zweck. Und die Herausforderung
letztendlich sehr vergleichbar. Nur, dass die immer wieder weiter steigen. Kaum hat man ein Qualitätsniveau erreicht, kommen schon neue Anforderungen, weil zum Beispiel Gussteile dünnwandiger werden und dergleichen. Ne? Und vor dem Hintergrund steigen dann die Anforderungen und dann kommen natürlich externe Einflüsse auch noch dazu, wie halt eben der Wandel, den wir haben über die Digitalisierung, der ökologische Aspekt kommt immer stärker und wird auch durch die EU ja auch immer stärker vorgegeben, CO2-Footprint und die Veränderungen, die wir durch die Elektromobilisierung haben. Gleich ein typisches Messgerät, wie messen wir wie wir das gerade auch im Eisenguss, wir haben ein Thermoelement in einer Keramikbecher und in diesem Keramikbecher ist der Thermosensor hinterlegt, dabei werden 60 bis 80 Messungen pro Sekunde durchgeführt. Das führt dann dazu, dass eine Messung im Aluminiumbereich, die läuft ungefähr 6 Minuten. Ich fragte gerade im Gespräch, wie lange läuft denn das im Eisen? Das geht es anscheinend einiges schneller, bei 3 Minuten. Also hier müssen wir schon mit 6 Minuten rechnen um dann die Analyse der auch durchführen zu können. Dabei wird ein Nickel-pro-Nickel-Thermoelement immer wieder verwendet. Was man jetzt hier sieht, im Grunde genommen ist das so eine typische Apparatur. Man hat hier den Messbecher und die Software zeichnet es auf und mit der Aufzeichnung erfolgt nach der Messung dann die Analyse. In der Pause haben wir gerade einmal darüber gesprochen, wie häufig wird eigentlich die thermische Analyse auch verwendet. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Eisen und Aluminium? Ich gestehe, vom Eisen weiß ich wenig, aber im Aluminiumbereich ist es schon, das hängt natürlich einmal von den Kunden ab, von den Teilen ab, von den Gießverfahren und natürlich der eigenen unternehmerischen Philosophie. Die einen sagen halt eben, wenn ich nicht messe, weiß ich nicht, wo ich stehe. Und wenn ich hinterher ein Problem habe, kann ich nicht auf Messdaten zurückgreifen. Aber letztendlich soll es ja dazu führen, die Kosten entsprechend zu reduzieren in meinem Prozess, weil halt eben im Aluminiumbereich sehr stark halt eben große Stückzahlen auch immer eine Rolle spielen und die Automotive-Industrie ja auch einen ziemlichen Preisdruck ja auf die Gießereien auch ausübt. Wie ich vorhin schon sagte, also Umwelteinflüsse spielen eine große Rolle. Und von daher ist halt eben eine gute metallurgische Kenntnis wichtig, um dann auch Zero-Defekts zu erreichen bei seinen Gussstücken. Da hilft die thermische Analyse. Wir haben im Grunde genommen das Phasendiagramm schon vorhin ein paar Mal gesehen vom Eisen. Das ist jetzt so eine typische Kurve einer Aluminium-Silizium-Legierung, auch mit den einzelnen, mit den 5 Phasen. Diese 5 Phasen gilt es dann halt eben entsprechend zu analysieren.
analysieren. Im Aluminiumbereich wird im Allgemeinen zwischen 700 und 750 Grad gemessen. Der erste spannende Punkt ist halt eben im Primärbereich, wenn dort die erste Erstarrung vom Aluminium beginnt. Das ist der erste Bereich. Dann habe ich halt eben zwischen Liquidus und Solidus den Abstand und dann hier, wenn das Silizium zu erstanden, Phase beendet wird, die Magnesiumerstarrung habe hinterher als dritte tenäre Phase und dann die Phase, wo praktisch eine Speisung gar nicht mehr möglich ist. Das sind so die Phasen, die wir im Einzelnen analysieren. Der Fokus im Aluminiumbereich liegt dann halt eben bei der Bestimmung der Kornfeinung, der Korngrößenbestimmung und der Struktur der Modifikation von der Metall. Wenn Fragen sind, gerne noch zwischendurch machen. Wir haben es vorhin auch schon einmal so gehabt, die ersten Aufzeichnungen gehen schon sehr, sehr weit zurück und wurden natürlich über die Technik halt eben immer weiter verbessert. Als wir vor knapp 40 Jahren damit begonnen haben, da wurde das Ganze noch auf DOS-Ebene, da gab es die ersten XP-Rechner und heute haben wir natürlich wesentlich leistungsfähige Rechner und damit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für die Analyse. Im folgenden Bild sehen wir einmal den Prozess, den ich gerade halt eben mit den 5 Phasen so gezeigt habe, dass man halt eben sich vergegenwärtigt, warum möchte ich denn unter anderem das halt eben auch mit wissen. Ne? Sozusagen, wir haben gerade von Kornfeinung und Veredelung gesprochen, aber letztendlich ist ja auch ein wichtiger Punkt, immer, dass ich bei der Bestimmung auch wissen möchte, wie weit kann ich eigentlich überhaupt noch auch speisen. Ne? Und das wollen wir jetzt hier mit diesem Bild halt eben so verdeutlichen. Am Anfang bin ich in einer Phase, dann ist mein Metall total flüssig und dann kommen die einzelnen Phasen, wo es halt immer die Erstarrung fortschritten geht, die Rieden sich gebildet haben und damit halt eben das Tiefvermögen auch unter anderem mit vermindern und hinterher halt eben alles in einer festen Phase übergeht. Möchten wir einmal halt eben genauer die eigentliche Messmethode so zeigen. Das bedeutet, das erste wäre halt eben die Kornfeinung und die Korngrößenbestimmung. Und da geht es halt eben, wie vorhin auch schon einmal gesehen, halt eben, welche Rekaliszenz habe ich im Primärbereich. Ne? Und je größer die Rekaliszenz im Primärbereich ist, desto schlechter oder hat überhaupt keine Impfung stattgefunden. Das Kornwachstum ist ungehindert, findet ungehindert statt. Und Ziel für die Gießereien ist letztendlich immer ein feines Korn, also viele kleine Körner letztendlich zu haben und nicht diese wenigen großen Körner. Und das ist für die Gießereien im ganzen Aluminiumbereich
gute Gussstücke halt eben auch mit zu erzeugen. Das bedeutet, dieser Bereich, das ist hier dieser Bereich, die Primärerstarrung, dann laufe ich ja halt eben weiter in meiner Abkühlung und dann eben in den eutektischen Bereich. In diesem Fall wird einmal dargestellt, unmodifiziert und einmal eine schöne populistische Struktur, die ich habe, wenn ich mit, in diesem Fall mit 220 ppm Strontium eine Si7 veredelt habe. Und was ich halt eben damit erreiche, ist, ich bekomme einmal diese Strukturen und ich schaffe es halt eben, dass ich meine theoretische Linie, das ist die rote Linie, dass ich die halt eben absenke. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel bei der Si7 im Allgemeinen, wenn ich die gut veredelt habe, kann ich 7 Grad, 7 Kelvin an Temperatur gewinnen, indem ich die ganze Kurve halt eben, die Erstarrungsprozesse in den eutektischen Bereich tiefer habe. Das bedeutet, ich habe also den Prozess der Modifizierung des Metalls, bekomme ich auch mehr Zeit letztendlich, um einen Gießprozess, zu vollführen. Ja? Und das ist wiederum ein wichtiger Aspekt, wenn ich bestimmte Teile habe, sei es große Gusssteine, ist es ein wichtiger Aspekt, um hier überall die Füllung zu haben, oder wenn ich sehr dünnwandige Teile habe. Ja, dann sind das ganz wichtige Aspekte. Also von daher Modifizierung mit Strontium oder mit Natrium ist von daher wichtig, um gutes Speisungsvermögen und halt eben eine gute populistische Struktur so zu erreichen. Welches ich jetzt anwende, Strontium oder Natrium, Natrium kann ich ja, Strontium an, liegt halt eben nicht so stark, aber dafür über die längere Periode. Ne? Deshalb gibt es ja auch dauerveredeltes Material, was ich als Aluminiumerzeuger ja auch erwerben kann. Beim Natrium habe ich halt eben einen viel stärkeren Effekt, der insbesondere bei Gießereien im Sandguss verwendet wird. Hat aber den Nachteil, sagen wir mal, dass sich die Wirkung halt eben auch schneller nachlässt und von daher der Prozess auch sehr gut abgestellt sein muss, damit er auch erfolgreich ist. Hier haben wir das nochmal einmal symbolisch so dargestellt, einmal zwei Abkühlkurven, einmal unbehandelt, einmal behandelt, und wenn ich dann halt eben behandelt habe, habe ich keine Verkühlung mehr. Und dann erreiche ich halt eben von einer unbehandelten, hochkörnigen Struktur, kann ich halt eben eine feines Korn erzielen, wenn ich das habe. Allgemein wird im Aluminiumbereich Titanbohr dazu eingesetzt. Die Zugabe von dem Material gibt es Gießereien, die verwenden Stangenmaterial, was halt eben so als Stangenmaterial so hinzugegeben wird. Mehr und mehr kann man nicht sagen, aber es gibt halt eben auch viele Gießereien, die das halt eben auch über Granulat hinzugeben. Der Vorteil, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mit zu, sind wir wieder bei Prozesssteuerung, Beobachtung und dergleichen. Wenn ich das über Granulat hinzugebe, dann erfolgt das über das System. Das System hält das halt eben auch fest und dokumentiert das. Und damit kann ich natürlich auch mit gewährleisten, wenn ich dann 1000 Gramm an Titanbohr hinzugeben möchte,
dann habe ich diese Titan auch tatsächlich zugeführt. Wenn ich das mit Stangenmaterial mache, dann weiß ich nicht, hat er jetzt wirklich 5 Stangen reingegeben oder hat er 3 Stangen reingegeben oder 7 Stangen reingegeben. Das ist so einer der Aspekte. Der andere beim Thema Veredelung, insbesondere wenn ich so mit Natrium arbeite, ist das halt eben für die Mitarbeiter von Vorteil, wenn das dann so mit Granulat eingerührt ist, da die Haube drauf ist, abgesaugt wird, ist das für die Arbeitsbedingungen halt eben gut angenehm. Hier sieht man nochmal so ein paar Beispiele von korngefeintem Material. Also zum einen, wenn ich halt eben überhaupt nicht korngefeimt bin, und dann in der Mitte so eine durchschnittliche Kornfeinung, die vielleicht für viele Prozesse so auch gut ist. Und oder ob ich jetzt halt eben ein ganz fein gekorntes habe. Was ich jetzt wirklich brauche, das muss natürlich jede Gießerei für sich selber halt eben auch über den Prozess selber auch bestimmen. Nicht? Das hängt halt eben von dem Gussstück als solches ab und von den Anforderungen, die mit dem Gussstück in Verbindung stehen. Die bestimmen letztendlich, was ich brauche. Über die thermische Analyse stelle ich sicher, dass ich immer in gleicher Art und Weise messe und damit eine Vergleichsbasis habe. Und wenn ich dann halt eben sage, gut, ich habe jetzt halt eine Kornfeinung von 5 gemessen, damit weiß ich, welche und damit gute Gussstücke erfahren habe, dann kann ich darüber dann die Rückschlüsse ziehen, dass das für meinen Prozess für den Typ die richtige Kornfeinung ist. Wir haben es vorhin schon, glaube ich, im Vortrag auch zweimal angehört, immer dieses Ambivalente zwischen thermischer Analyse und was viele Gießereien halt eben auch haben, eine Spektralanalyse. Und das möchte ich auch gerne auf 2 Folien halt mal erklären, was so diesen Unterschied da eben ausmacht. Ich muss immer so vor Augen führen nochmal, bei der thermischen Analyse mache ich eine qualitative Analyse. Ich messe wirklich den aktuellen Zustand der Schmelze. Und ich betone immer so aktuellen Zustand, weil der Schmelzezustand, der verändert sich ja immer. Also eine Viertelstunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde später ist die Schmelze ja schon wieder eine andere als ganz am Anfang. Bei der quantitativen Analyse, bei der Spektralanalyse, da messe ich nicht unbedingt die Wirkung, die zwischen den Legierungselementen stattfinden, sondern ich messe rein quantitativ. Das wollten wir einmal hier zum Beispiel so aufzeigen, von Kornfeinung und Veredelung. Hier sieht man bei der Veredelung ein großer Unterschied ist. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel das sind jetzt Werte von der Spektralanalyse. Und wenn man sieht, die Spektralanalyse, die zeigt im Grunde genommen, also gerade beim Strontium zum Beispiel, vollständig identische Werte sogar auf. Ne? Und nur geringfügig beim Titan ist eigentlich auch ein sehr geringfügiger Unterschied. Aber trotzdem haben wir gerade an den Kurven halt eben gesehen, dass sie eben nicht gleich waren. Ja? Also das ist nochmal wiederholend. Spektralanalyse ist eine quantitative Messung und die thermische Analyse eine qualitative. Und
deshalb ergänzen sich die beiden Messmethoden auch. Ich sagte es eingangs, dass über Technik und dergleichen gibt es natürlich auch immer weitere Entwicklungen. Und im Folgenden möchte ich auf die Speisungsphasen näher eingehen. Und bei der thermischen Analyse, das haben wir vorhin gesehen, ich habe jetzt keine Bücher so mit, wird immer mit einem Thermoelement gearbeitet. Um jetzt die Speisungsphasen zu bestimmen, da arbeiten wir mit 2 Thermoelementen. Und dabei verwenden wir auch einen anderen Tiegel. Und dadurch, dass wir mit 2 Thermoelementen arbeiten, eine im Zentrum und eine an der Tiegelwand, messen wir unterschiedliche Temperaturen, weil die Abkühlung ist im Zentrum eine andere als an der Tiegelwand. Und dadurch, dass wir diese Unterschiede haben, sind wir in der Lage, zusätzliche Messpunkte zu bestimmen. Und die helfen uns, nämlich einmal den Kohärenzipunkt hier oben und einmal den Hingegen-Punkt hier auf der Kurve. Die helfen uns, um die Speisungsphasen weiter zu bestimmen. Und das hilft dann wiederum im Rahmen der Simulation. Denn in der Simulation, das werden wir gleich auch von dem Herrn Weiser hören, wird halt eben auch sehr viel mit standardisierten Werten gearbeitet. Und die können halt eben für ihren Gießprozess passen und für ihre Schmelze, müssen aber nicht zwingen. Und wenn Sie halt eben jetzt weitere Temperaturbereiche eben zusätzlich messen, die die Speisungsphase bestimmen, gewinnen Sie zusätzliche Kenntnisse, um Ihr Bruchstück auszulegen. Hier sehen wir mal einmal den theoretischen Prozess. Also, wir haben jetzt hier die Abfüllkurve, wie wir sie gerade hatten. Und wie Sie sehen, haben wir 2 Farben, nämlich einmal Rot und Blau. Das bedeutet, ich habe einmal die rote im Zentrum und die blaue an der Tiegelwand. Ja? Und an manchen Bereichen kann man es auch etwas deutlicher erkennen, liegen die ein bisschen auseinander aufgrund der unterschiedlichen Kühlung. Und das erlaubt es uns jetzt nun, die 5 Speisungsphasen, diese 5 Speisungsphasen entsprechend zu unterteilen. Vielleicht noch zu den Kurven, das war die Kühlung. Dann haben wir halt eben die Temperaturdifferenz, das ist die blaue Kurve, und die erste Ableitung als Geschwindigkeit. Und im ersten Bereich sind wir halt im Bereich, wo wir komplett flüssig sind mit der Schmelze, bis wir halt eben hier in den Bereich hier reinkommen. Dann gehen wir über sozusagen, das Aluminium beginnt zu erstarren. Ich habe noch eine gute Massenspeisung. Und dann komme ich in die nächste Phase bis zu dem Hingegen-Punkt, wo ich die interdendritische Speisung habe von meinem Metall. Nach dem objektischen Hingegen-Punkt bis zum Solidus-Punkt habe ich die Durchbruchspeisung, wo das versuchen wir grafisch so darzustellen, deutlich wird, da wird der Speisen natürlich sehr schwierig.
wird dadurch sehr auch fehlerbehaftet. Die einzelnen Bruchstücke, je nach Bruchstück natürlich, und hinterher nach dem Solidus, wo überhaupt keine Spaltung mehr möglich ist. So also der theoretische Aufbau. Und in der Praxis sieht das dann zum Beispiel so aus. Ich habe jetzt hier mal zwei Bilder nebeneinander gelegt. Ich habe eine Messung, bevor ich behandelt habe, und hier habe ich eine mitbehandelt. Ja? Wir haben wieder unsere 5 Phasen und diese 5 Phasen ergeben 100%. Und dann können wir halt eben sehen, ich habe hier zum Beispiel im Bereich der Durchbruchsspeicherung, habe ich hier, beginnt bei 571 Grad, habe ich 41%. Ja? Und wenn ich aber eine Behandlung halt eben durchgeführt habe, kann ich diesen Bereich reduzieren, und das führt dazu, dass ich hinter der lytischen Speisung, weil das sind ja immer 100%, ja, den reduziere ich, was ich ja möchte, und der Bereich wächst. Und den konnte ich jetzt hier in diesem Fall, wie wir das zeigen, auf 56%. Dadurch habe ich dann während der Analyse erkenne ich schon, ja, es wirkt, ich kann eine bessere Speisung erzielen, ich erhöhe die Speisung in diesem Fall in dem Bereich um 10% von meinem gesamten Volumen. Und das ist viel. Das ist über die thermische Analyse in Verbindung mit 2 Thermoelementen zur Bestimmung der Speisungsvermögen so erreicht. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein paar Sonderfälle so einmal behandeln. Also einmal, wenn ich Blei oder Zinkmehl anwende, wie man halt eben auch solche Dinge messen kann mit der thermischen Analyse, wobei ich allgemein von thermischer Analyse sprechen muss. Die Herausforderung immer, sagen wir mal, wenn man sowas industrietauglich machen möchte, ist ja, wenn ich so eine Abkühlkurve so einzeln aufzeichne, dann kann ich dann mit Excel oder Python kann ich da wunderbar rumspielen und Analysen betreiben. Wenn man das industriell macht, dann muss es ja immer reproduzierbar sein. Und jede Kurve ist anders. Das ist die Herausforderung. Deshalb, wir werden manchmal auch immer so gefragt, weil bei uns spielt der Eisenanteil im Aluminiumbereich halt eben auch eine große Rolle. Nur liegt der Eisenbereich, ich sag mal, bei 0,3%, 0,5%. Das sind so Bereiche. Diesen sauber zu detektieren bei dieser geringen Menge, das ist sehr schwierig. Und deshalb kann man es manuell sehr schön mit einer thermischen Analyse machen, aber nicht unbedingt immer industrietauglich. Wir werden auch immer wieder nochmal angesprochen, was ist denn eigentlich die richtige Menge an Veredelungsmitteln zum Beispiel oder Kornfeinungsmitteln und dergleichen. Ne? Weil auch gerade in der Literatur, da geht es von bis, dann sagt man, boah, so eine Bandbreite, und in der Praxis sieht es dann meistens doch noch wieder ein bisschen anders aus. Und hier haben wir das zum Beispiel dann einmal auch für den Bereich SI7, wo eigentlich ein Bereich von 130 ppm bereits schon als Optimum so mit bestimmt ist. Ich sehe in der Praxis halt eben auch manchmal 200, 220, aber ich war vor kurzem
bei einer Gießerei, da waren die bei über 300. Nicht? Und dann wunderte man sich so ein bisschen, ja, wieso die Werte werden immer schlechter. Das ist halt eben, das kennt man zu Hause ja auch, viel hilft nicht immer viel. Das kennen Sie aus Ihrem täglichen Arbeitsleben auch. Also es muss schon in Verbindung mit den anderen Elementen ein ausgewogenes Verhältnis sein, damit ich ein gutes Arbeitsergebnis habe. Nicht? Und dazu brauche ich halt eben auch die thermische Analyse, um diese Optimum halt eben auch mit zu bestimmen. Und das hilft mir halt eben auch nicht nur qualitativ Kosten zu sparen und gute Rohstücke zu erzeugen, sondern auch qualitativ Kosten zu sparen an meinen Behandlungsmitteln, weil Granulat oder auch Standmaterial, das bekommt man ja nicht geschenkt, ne? Das muss man kaufen. Und wenn man darüber dann auch Einsparungen erzielen kann, ist es ja auch gut. Hier ist dann auch mal einmal das Verhältnis mit der thermischen Analyse auch anzuschauen, die Abhängigkeit von Porosität und zunehmendem Magnesiumgehalt aufzuzeigen, wie es auch sukzessive ansteigt, weil auch da ist es natürlich so, von Regierung zu Regierung ist es abhängig. Und Sie müssen entsprechend dann genau schauen, welches Optimum ich erreiche. Das ist ja mit einem Grund, dass die meisten versuchen, den Magnesiumgehalt auch bei 0,3 zu halten. Aber für manche Anforderungen muss es ein bisschen mehr sein. Das bedeutet wiederum, ich muss dann halt eben auch schauen, dass die Porosität entsprechend gut behandelt wird. Ja, vielleicht hier nochmal zusammengefasst, was ich mit der thermischen Analyse erreichen kann. Ich habe einmal Kosteneffekte und einmal Qualitätseffekte, die natürlich zusammenhängen. Wenn ich weniger Abfall produziere, spare ich Kosten, ich verbrauche weniger Veredelungs- und Kornfeinungsmittel, ich habe weniger Nacharbeit. Ich kann durch Simulation und entsprechende Kenntnisse, die ich über die thermische Analyse gewonnen habe, auch meinen Reiser, also meinen Speisertank. Manchmal sitzt man auf der Leitung, meinen Speiser halt eben entsprechend reduzieren, und wenn ich den halt eben auch ein bisschen reduzieren kann, macht das natürlich auch wieder viel aus und dadurch natürlich auch Zykluszeiten reduzieren. Ja, und Qualität, finde ich, wenn ich gute Qualität produziere, dann habe ich auch mehr Ruhe in der Gießerei. Ja, das ist ja immer so ein Nebel, den kann man nicht direkt in Geld messen, aber jeder, der im Produktionsprozess, ich besuche ja viele Gießereien, und dann merkt man immer sofort, läuft alles rund oder gibt es gerade Probleme? Nicht? Dann ist sofort Unruhe da und dieses und jenes. Also von daher, wenn ich stabile Prozesse und gute Qualität nutze, habe ich eigentlich auch Ruhe. Und das unterstützt wiederum den nächsten Punkt, nämlich bei der weiteren Arbeit Effekte zu reduzieren. Mit der thermischen Analyse, wenn ich weiß, dass ich die und die Werte erreiche, dann weiß ich auch, dass ich halt eben meine Zugfestigkeit und dergleichen mechanischen Eigenschaften, gute mechanische Eigenschaften haben werde.
Ja, und letztendlich Customer Satisfaction, letztendlich, warum wir alle arbeiten, unseren Kunden zufriedenzustellen, der dafür dann auch genutzt wird. Das war vorhin in der Pause auch nochmal so ein Aspekt. Ich sagte das, die thermische Analyse dauert 6 Minuten. Und manchmal muss man sich halt eben auch für Qualität halt eben auch ein bisschen Zeit geben. Um die anderen Effekte auch so zu erzielen. Oder weitere Informationen zu sammeln, die gar nicht direkt in die Produktion ist, sondern zum Beispiel auch für die Simulation, dass man diese Effekte auch mit nutzen kann. Und damit leite ich eigentlich auch direkt gerade über zur Industrie 4.0, wo man halt eben darüber, wenn man die Daten alle so zusammenfasst und nicht eine Insellösung habe, dann gewinne ich einfach zusätzliche Erkenntnisse. Und das versuchen wir halt eben hier nochmal so. Ne? Hier haben wir halt eben so als Prozessgrafiken, wo ich mal sage, da kann der Meister oder der Gießereileiter oder der Schichtführer über Analyse-Tools immer direkt sehen, wo stehe ich, ist mein Prozess so stabil, und wenn ich halt eben die verschiedensten Daten halt eben auch so mit zusammenführe, zum Beispiel von Spektralwerte, Zugprüfung, vielleicht auch von der Entwellerbehandlung. Wie lange habe ich entwellert, wie viel Granulat habe ich zugegeben an Titambor und Strontium, mit welcher Temperatur habe ich dort gemessen, welche externen Temperatur habe ich, und das ermöglicht dann, dass ich diese Daten zusammengefügt habe, erstmal als Datenquelle, und jetzt mehr und mehr auch, dass ich die automatisch analysieren kann. Und da kommen wir ja halt eben, dass ich denke, es ist kein großer Unterschied, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in den Niederlanden. Zeit ist immer echt knapp. Wir haben fast alle zu wenig Zeit. Und weil wir zu wenig Zeit haben, nutzen wir es eigentlich auch zu wenig, um mal zu analysieren, um auch prädiktiv, also vorbeugend, auch vielleicht einige Dinge zu sehen. Und das ist mit einer der Punkte, woran wir halt eben auch mitarbeiten, verstärkt. Wir möchten diese rein über die Messgeräte, thermische Analyse und andere Geräte in Verbindung mit anderen Vorgaben und Empfehlungen geben, um dann vorbeugend, also als Information, weil manchmal das Wissen in den Gießereien nicht unbedingt wächst, weil Gießereimitarbeiter fehlen, oder halt eben auch Richtung vorbeugend, da solche Informationen nutzen. Ja, und das sind halt eben so typische Analysecharts, die man dann halt eben, wenn man Artificial Intelligence nutzt, um dann die Verbindung zwischen den einzelnen Elementen so zu haben, die man dann eingehen kann. Aufgrund der Zeit gehe ich jetzt hier auch mal ein bisschen rüber. Ja. Also wir haben gesehen, die thermische Analyse, ich kann dort vielseitig verschiedene Charakteristiken halt eben mit bestimmen. Ich kann halt eben Fehler erkennen. Ich kann mit der thermischen Analyse meinen Prozess optimieren und mit verschiedensten Elementen wie auch Magnesium Defekte zu eliminieren, und kann anderen Bereichen wie zum Beispiel der Simulation Informationen zur Verfügung stellen, die für die Kurskunden relevant ist. Und damit letztendlich dann auch das zu erreichen, die Qualität zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren. Und das
Ausblick zur thermischen Analyse im Aluminiumbereich.